Ja, Mann, der haut ihn voll kaputt. Bam! Was? Aus dem Leben geboxt. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Stardew Valley, Stardew Valley. Oh yeah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Bob 42 Spielen Stardew Valley. Mein Name ist Butch und ich habe gelernt, wie man einen gebackenen Fisch zubereitet. Hey, ich auch. Nee, ich wusste es bereits, steht hier. Aber ja, ich bin Bob und ich wusste es bereits. Das ist schön. Ich habe schon wieder eine Cutscene, diesmal mit Gas. Hast du die auch? Nein. Okay, dann guten Morgen. Er guckt sich um. Ah, was ein schöner Tag, oder? Als Kneipenbesitzer höre ich von allem, was in der Stadt vor sich geht. Ich erinnere mich, als du damals hierher gezogen bist. Jeder war sich ein wenig unsicher, was ihn erwartet. Ein Fremder aus der Stadt, eine unbekannte Persönlichkeit. Eine Sekunde. Ach ja, er rührt halt seinen Topf hier um. Ach ja. Die Jukebox ist das, oder? Sorry, ich muss diesen Topf alle 5 Minuten umrühren. Wie auch immer, was habe ich gesagt? Ach ja, weißt du, es ist wie, wenn man eine Soße macht. Und die Musik verstummt. Wenn du ein neues Gewürz hinzufügst, kannst du alles ruinieren. Und der Topf brennt. Oh mein Gott. Aber andererseits gibt es immer die Chance, dass du etwas Neues und Köstliches kreierst, richtig? Ja, Fragezeichen über meinem Kopf ist genau das Richtige. Ich sehe ihn übrigens nicht vor deinem Haus, ne? Was ich versuche zu sagen ist, es ist toll, dich in der Stadt zu haben und ich betrachte dich als einen meiner guten Freunde. Wie auch immer, ich bin gekommen, um dir etwas zu geben. Ich habe das Hinterzimmer aufgeräumt und diese alte Mini-Jukebox gefunden. Ich will, dass du sie bekommst. Nice. Haben wir jetzt zwei Eine Mini-Jukeboxen hier auf dem Hof? erhalten. Es ist ja eigentlich ein altes Do-it-yourself-Projekt von früher. Sie sind ziemlich einfach zu machen. Also nur für den Fall, dass du mehr machen willst, habe ich die Blaupause für dich mitgebracht. Herstellung von Mini-Jukebox erlernt. Nun, ich werde nach Hause gehen. Ich muss diese Marinara wieder auf den Herd bringen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ist aber nett. Yay, ich habe meine eigene Mini-Jukebox. Sehr gut. Guck mal in deinen Briefkasten. Ich habe nämlich gerade... Moment, hier ballert erstmal den ganzen Tag Tropicala jetzt durch mein Haus. Das kannst du aber wissen. Ja. Wir haben trotzdem jetzt ganz viele Rezepte bekommen. Ja, weil die jetzt alle mit uns voll so befreundet sind und so. Ja. Minen, wo ist es denn hier? Sommer. Minen. Sommer, Tropicala. Geil. Oh, ich liebe das. Nice. Okay, Briefkasten, ja. Willy. Bob, genau, ich habe das Hinterzimmer des Ladens aufgeschlossen. Komm vorbei, wenn du Zeit hast. Ich möchte dir etwas zeigen. Willy. Gehen wir da gleich hin? Bob, dieses Rezept hier. Gebratener Tintenfisch von Jody. Knuspriger Barsch von Kent. Algensuppe von Clint. Spaghetti von Louis. Pastinakensuppe von Caroline. Blaubeertörtchen von Pierre. Gebratene Pilze von Demetrius. Bleiche Brühe von Marnie. Fischsuppe von Willy. Alter. Ach, und Bob. Ja? Bob fand dich Gesicht nach unten im Schlamm während meines 3 Uhr Morgenspaziergangs. Oh mein Gott. Du solltest versuchen, es das nächste Mal etwas früher. Was? Du solltest versuchen, es das nächste Mal etwas früher nach Hause zu schaffen. Achso, Marlon. Oder Marlon. Ja, ein bisschen ernten und dann zu Willy. Gibt's noch was zu ernten? Ja, hier die. Was sind das hier? Die Radieschen oder was das ist? Mayonnaise. Und im Gewächshaus gibt es da garantiert auch noch irgendwas. Ich war eigentlich, also. Oder ich hab's übersehen? Keine Ahnung. Das kommt auch noch weg. Hast du gerade gesagt, du hast es vielleicht übersehen? Ja, ich war gar nicht drin, glaube ich. Ich wollte jetzt sagen, die ganzen Auberginen, Preiselbeeren, Erdbeeren und so. Ich muss sammeln. Hä? Nee, das ist doch nicht sammeln, das ist Hofarbeit. Warum nicht? Weil es Aber ich sammle Hofarbeit das ist. doch. Naja. Nein, du erntest es. Aha. Was auf dem Boden liegt und man aufhebt, ist das Sammeln. Das liegt aber nicht auf dem Boden. Es hängt an der Pflanze dran. Es ist ja genau das Gleiche. Die Pflanze steht auf dem Boden. Oh mein Gott. Ja, was? Ha? Nix, alles gut. Gut. Wie du meinst. So. Heute Früchte.
Mehr uralte Früchte. Wir brauchen mehr uralte Früchte. Oh, weißt du, was ich habe? Ich habe einen uralten Rücken. Alter. Oh, es tut weh. Dann mach Es was ist echt dagegen. unangenehm. Ja, ab morgen. Ab morgen. Morgen beginnt doch. Morgen beginnt Physio-Butch. Ja. Ich bin auch gespannt. Ich habe ja voll Bock drauf. So, Erdbeeren. Erdbeeren. Da passen noch Erdbeeren hin. Und nirgendwo anders. Cool. Ich habe gehört, wir reiten gleich zu Willy. Wir Nee, müssen warte gleich mal. mal richtig zu Willi reiten. Erdbeeren sind nur für den Frühling, ne? Ja, warte, ich will noch auf die Felder noch irgendwas raufbringen, was hier für den Sommer noch ganz gut ist. Muss ja hier kein Feld leer stehen. So, ich muss auch Oder Sachen umsonst verkaufen. bewässert werden. Verkaufen. Es gibt gar nichts zu verkaufen. Herbst. Gemischte Saat geht auch immer. Hier, Mohnsaat ist auch gut. Haben wir eigentlich ein Obstdings? Eine Obsttruhe, ja. Die rote Truhe seit, weiß ich nicht, Stimmt. Folge 3 oder so. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber es ist ja deine Aufgabe, das rauszusuchen. Hab's echt gesagt. Ach, als ob ich das jetzt raussuchen würde. Warte mal, der Sprinkler, der sprinkelt doch hier noch ein bisschen um sich rum. Passt doch noch ein bisschen was hin. Ja, da passt noch was. Ja, das geht doch. So. So, dann muss ich ein bisschen Shit Willy. verkaufen. Los, ab zu Willi. Nee, Mann. Erstmal bringe ich hier alles wieder zurück ins Lager. Ich weiß, das ist dir fremd, dass man Sachen wieder zurück ins Lager bringt. Die Zuschauer, wenn du auf mich schneidest, können die Zuschauer das bezeugen, dass ich hier ganz viel ins Lager bringe die ganze Zeit. Naja, die Aber Sache ganz ist aber viel. die, ich schneide nicht aufs Lager. Aber ich schneide nicht auf dich. So. Dann kann ich ja nichts für. Warte mal, das ist Dann nicht meine Schuld. Saatgut. Das ist Frucht und das ist Gemüse. Und haben wir überhaupt Radieschen hier? Doch, wir haben Radieschen. Und Magst ich du habe noch ein Radieschen? neues. Ja, ich finde Radieschen eigentlich ganz geil. Also ich Ich finde die nicht. so zum Wegsnacken, ich finde die schon geil. Ich finde die voll nicht gut. Als Weil Kind sie so gab's scharf eine Zeit, sind in dem Sinne, oder? ja, es gibt einfach Besseres. Okay. So, jetzt bin ich bereit. Quasi, untenrum oder obenrum? Also untenrum. Unten. Kohlrabi ist quasi das bessere Radieschen. Würde ich, also für mich nicht so vergleichbar irgendwie. Also ich finde beides geil. Radieschen halt wegen der Schärfe und Kohlrabi noch eher wegen des Geschmacks. Ja, Kohlrabi ist halt voll. Oh, da passiert was! Oh, da passiert was. Alle machen Party. Nice. Und das war Wer hat die jetzt nur ganzen durch uns Luftballons möglich, gemacht? oder was? Die haben das Ja, weil als die sich Stadtgemeinde nicht hinbekommen, oder was? Nö. Und jetzt Cool. kommen die doch wirklich so rein, so ab und zu und machen Ja. da was? Ja. Das ist ja geil. Willy guckt sich den ganzen Tag das Aquarium an. Clint hängt die ganze Demetrius- Zeit in dem Heizraum rum. Demetrius verwaltet das Geld oder so. Und da kommen wir. Nee, nur du. Echt? Sieht man nur mich? Ich bin mir nicht sicher, wie du es getan hast, Bob, aber das Gemeinschaftszentrum hat noch nie besser ausgesehen. Du hast Pelikan einen großen Dienst erwiesen. Jeder in der Stadt ist froh darüber. Als Zeichen der Dankbarkeit würde ich dich gerne mit der größten Ehre dieser Stadt auszeichnen, dem Sternentau Heldenpreis. Du hast ihn dir verdient. Errungenschaft freigeschaltet, örtliche Legende. Du erhältst Sternentau, Heldenpokal. Oh yeah. Stimme. Wer ist da? Meine Verkäufe sind stark zurückgegangen. Wo sind all meine Kunden hin? Ah, Morris.
Alle meine Kunden hier? Das ist nicht gut. Wie fühlt sich das an? Lasst uns vernünftig sein. Erledigen wir das? Altmodische Art. Ja, natürlich auf die altmodische Art. Und los. Das bedeutet gar nichts. Ich gebe einfach 75% Rabatt im Schlussverkauf und meine Kunden werden wieder angekrochen kommen, um mich um Vergebung zu bitten. Du wirst schon sehen. Nein, nicht dieses Mal, Morris. Es ist an der Zeit, das ein für alle Mal zu beenden. Oh, und wie schlägst du vor, das zu machen? Ha, primitiv. Wenn du zu viel Angst hast zu kämpfen, dann bring eben einen deiner Mitarbeiter mit. Oder sind alle Joja-Angestellten solche Feiglinge? Beleidige mich so viel du willst, aber wage es ja nicht, den guten Namen von Joja in den Dreck zu ziehen. Pierre! Nicht schlecht. Die prügeln sich. Ja, Mann. Du bist sogar noch matschiger als deine Obst- und Gemüseabteilung. Und deine Schläge sind genauso wie Joja. Quantität über Qualität. Ach komm, Alter. Schnappt ihn euch! Ja, Mann, der haut ihn voll kaputt. Bam! Was? Aus dem Leben geboxt. Was? Oh Gott, wie geil war das denn? Von Morris und seinen Joja-Marktfuzis ward nie wieder gehört. Alter! So geil. Also wir kommen jetzt zwar nicht mehr zu Willy, aber Nee, wir kommen nicht mehr zu Willy, ich aber das war's liebe wert. diese Cutscene. Oh mein Gott, ist die großartig. Das Wo ist bist du so jetzt eigentlich? herrlich. Ich bin gerade am Community Center gespawnt. Okay. Aber hast du im Inventar hier, ne, den Pokal? Ja, Hervorragend. voll gut. Erstmal verkaufen. Direkt in den Mülleimer. Oh, hier ist noch eine Edelwicke an der Bushaltestelle. Ja. Pierre hat einfach Morris verprügelt. Ja, Mann. Deswegen, ich liebe das, wenn man sagt hier, ja, auf die altmodische Art. Was ist los? Oh, das ist eine großartige Cutscene. Kann ich das Ding überhaupt verkaufen? Nee, kann ich nicht. Nein, das stellt sie natürlich irgendwie ins Haus oder so. Hier. Ja, natürlich. Bragging natürlich. Rights. Ich muss sowieso irgendwann mal mein Haus mal dekorieren oder so. So, Obwohl, eigentlich muss ich es noch herstellen. ausbauen. Achso, ja, Ja, ne? hast du ein... Ah nee, du hast Trüffelöl reingeballert, ne? Also, dass das hergestellt Ja. wird? Ja. Weil ich werde noch einen Regentotem machen. Na, mach mal. Weil ich hoffe ja immer noch, weil heute ist... Ah, Mist, ey. Ich hätte heute Abigail schon was geben können. Weil heute ist ja Sonntag. Hast du wieder nicht gemacht, ne? Hat er mal wieder nicht gemacht. Es wird übrigens spät, ne? Fall Ja, nicht schon wieder und morgen irgendwie wird es in Urlaub. regnen. Wolken türmen sich in der Ferne. Besser ist. So, ja, geile Folge. Haben wir was verkauft? Ja, wir haben bestimmt was verkauft. Ist die Folge schon vorbei? Ja, ne? Ja. Oh, Nee. da passiert noch was, Oh. weil ich den Regen nämlich ausgelöst habe. Was war das? Okay. Kleiner Cliffhanger. Da müsst ihr doch wohl die nächste Folge sehen, wenn ihr genau wissen wollt, was da gerade passiert ist. Ich bin übrigens auch gespannt. Ich weiß es nämlich auch nicht. Deswegen bleibt dran, schaltet wieder ein, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das ist ja spannend. Warte mal, ich überlege gerade. 1, 2, 3, 4, 5, Du, die 6, Folge ist noch gar nicht vorbei. 7? Doch, weil jetzt fängt ja der... Nee, warte mal, wir haben beim ersten Tag im Sommer angefangen, ne? Ja. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die 8 Kommt jetzt. müsste noch kommen, oder? Ja, die kommt ja jetzt.
Da ist die Folge wohl noch nicht vorbei. Die Folge ist mal sowas von noch gar nicht vorbei. Echt? Nein. Ja dann. Weiter geht's. Und los! Wir sind so schlecht, ey. Wir werden auch nicht besser in diesem Spiel, ne? Na doch, im Spiel schon. Aber nicht aber als sonst nicht. YouTuber. Wir sind wirklich Ach so. keine guten YouTuber, glaube ich. Oh, hier ist ein Ich bin Haufen. immer noch nicht Papa, Alter. Warum nicht? Oh, Cutscene mit Jodie. Oh, okay. Schnauf. Hi, Butch. Hä? Puh, den ganzen Weg hier hochzulaufen spart mir den Besuch ins Fitnessstudio. Jedenfalls, ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, heute Abend mit uns Abend zu essen. Du musst nicht, aber wenn du dich doch dazu entschließt, könntest du eventuell einen Forellenbarsch mitbringen? Genau, einer dieser großen, schleimigen Fische aus dem See. Ich brauche einen für den Eintopf, den ich vorbereiten will. Okay, also beginn es bei unserem Haus so um 19 Uhr heute Abend. Und vergiss den Forellenbarsch nicht. Bis dann. Ja, cool. Ja, vergiss das nicht. Pierre hat jetzt 7 Tage die Woche geöffnet. Ja, habe ich eben auch gelesen. Voll nice. Richtig gut. Endlich Mittwoch ist kein Ruhetag mehr. Okay, jetzt muss ich mal gucken hier wegen Forellenbarsch. Haben wir doch noch, oder? Hoffe ich. Hoffe ich. So. Oh, da ist wieder ein bisschen Gelee. Bereit. 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 Mal gucken, was kann man dann noch machen? Es ist total cool, Blaubeeren. wenn man mit den ganzen Leuten befreundet ist, weil jetzt hat man hier voll viel zu tun wieder. Da ist ein Forellenbarsch. Sehr gut. Das ist sehr gut. Gleich verkaufen. Warte, ich habe noch einen Trüffel dabei, glaube ich. Ich werde jetzt aber auf jeden Fall zu Abigail gehen, Mach das. ihr noch einen Amethyst überreichen, dann hoffentlich die ganzen Herzen voll haben und dann gehe ich Wenn an ihr den einen Strand. Antrag machen. Dann gehe ich an den Strand, hol mir das Ding hier, ne? Ja. Und dann gehe ich wieder zurück zu Abigail und dann knickknack. Ihr wisst schon. Und ansonsten, habe ich hier irgendwas drauf stehen? Weiß ich Oh gar ja, nicht. Butch. Bob, Wir haben vorhin habe ich ja zu dir gesagt, hier 1337, du Kacknoob. hast Und du da war es gemacht? gar nicht 1337. Nee, es war 12:37 Uhr. Und dann Bei meinte ich ja, Zeitumstellung. und dann meinte ich ja, wahrscheinlich ist es dann 1337 in der Ukraine oder so. Ja. Jetzt die Frage, Butch. Richtig Geografie-Knowledge droppen. Ach, Kacke. Das Land mit den meisten Zeitzonen. Kanada? Kanada. Ich glaube, Kanada Nee, hat 3 Quatsch. Zeitzonen. Ja. Nee, Quatsch. Russland? Russland. Ist doch das größte und längste Land, oder? Das Keine ist, also, dass es das größte und längste Land ist, ja. Aber es ist nicht das Land mit den meisten Zeitzonen. Ich weiß, dass die USA halt auch ganz viel hat. In den USA und Russland haben gleich viele. Die haben nämlich Okay. 11. Und es gibt tatsächlich ein Land, was 12 hat. Und das ist auch total unscheinbar. Und da würde man auch nicht drauf kommen. Deswegen bin ich umso verblüffter auch gewesen, als ich das selbst gelesen habe, wo ich eigentlich dachte, ich wüsste so einen Kram. Sachsen? Nee, Auch nicht. es ist Frankreich. What? Ja, ich dachte mir auch so, was? Frankreich? Aber ja, Frankreich hat Frankreich 12? hat so viele Übersee-Landesteile, sag ich mal. Also nicht Kolonien, sondern halt Ja. Hoheitsgebiete, dass Frankreich das Land mit den meisten Zeitzonen ist auf der Welt. Nämlich 12. Okay. Hätte krass, hätte oder? ich echt nicht gedacht. Das ist wirklich krass. Ich dachte mal, das PK, ja, bla bla bla. Habe ich jetzt hier volle Herzen bei dir? Immer noch nicht. Mann, Abigail. So funktioniert das hier nicht. Na, red doch noch mal mit ihr. Habe ich doch schon. Achso. Bono Pepperoni. Eine Ladung Pepperoni für Pam. Soll ich eine mitbringen? Ja, gern. Gut. Steht ja hier am Bus, oder? Steht die bei Regen auch am Bus? Na klar, ich steht auch im Regen da. Natürlich steht ja auch bei Regen da.
Ja, deswegen, Alter, Frankreich, ne? Meisten Hätte Zeitzonen. ich nicht gedacht. Ich auch das nicht. ist wirklich, Und was ich dann auch noch krass fand, weil ich habe mich dann so ein bisschen in das Thema noch ein bisschen weiter reingelesen, China hat nur eine Zeitzone. natürlich. die Einheitszeitzone quasi. So. Ja, da dachte ich mir auch so, what? Aber ja. Obwohl ich mir dann halt auch gedacht habe, so dieser Gedanke, dass man halt nur eine Zeitzone, also eine globale Zeitzone, finde ich eigentlich viel cooler. So, ne? Also dann, keine Ahnung, man richtet sich jetzt meinetwegen, wenn man jetzt nach Greenwich geht, Ja. dann wäre es ja jetzt, warte mal, wäre es eine Stunde vorher. Wie spät ist es denn gerade? 14:43. Okay, dann wäre es jetzt 13:43. Ja. So. Und dann wäre Ja, es aber es- überall auf der Welt 13:43. Und Man fertig. geht halt nur zu einer anderen Zeit ins Bett und so weiter. ja, ne? genau. Es ist halt nur eine Gewöhnungssache oder wie auch immer. Ja, an sich schon. An sich ist nur eine Gewöhnungssache. Ja. Aber Und deswegen, es wäre mir ja auch völlig egal, wie die Uhrzeit jetzt heißt. Weißt du? ja. Also es ist ja völliger Quatsch. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte ja eigentlich Abigail hier und so, aber das klappt ja jetzt hier gar nicht. Weil die Uhrzeit sagt ja nichts über den Tag an sich aus, sondern einfach Ja. bloß ist eine Verständigung, ist ein Verständigungsmittel. Ja. Genauso wie Sprache. Deswegen, ich fände das als einfach eine globale Zeit, die Ja. sich nach Greenwich meinetwegen jetzt richtet. Fertig. Und dann Und da wäre ich gehen aber auch halt, dafür. dann gehen halt Amerikaner jetzt muss ich viel zu viel rechnen. Zu einer anderen Uhrzeit halt ins Bett. Also es ist ja nur eine Sache, wie nennt man die Uhrzeit? Nur daran Genau. hängt das ja. Ja. Also es ist ja scheißegal, ne? Und Ja, solange sich das für mich aber nicht ändert, bin ich dafür. ja, das stimmt. Nee, aber fand ich cool. Fand ich interessant, fand ich witzig. Und dann muss man auch nichts umrechnen und wie spät ist es bei Ja. denen und wie spät. Gut, was man dann vielleicht machen müsste, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Also zum Beispiel Kalifornien ist jetzt 9 Stunden zurück. Ja. Und wenn man jetzt aber sagen würde, in Kalifornien ist es jetzt auch gerade 13 Uhr sonst was, dann hätte man keine Vorstellung davon, welche Tageszeit sozusagen gerade ist. Also so vom Sonnenstand her, sag ich mal. Vielleicht ist das doch nicht so eine gute Idee. Nee, wo ist denn das Problem? Na, aber ich Weil habe man keine sagt ja auch so immer, ja, aber guck mal, andersrum ist ja genauso, man sagt ja dann irgendwie in den News, ja, um 8 Uhr Ortszeit ist das und das passiert. Und ich denke mir immer so, ja, keine Ahnung. Wann ist denn 8 Uhr Ortszeit? Also man muss doch sowieso immer in irgendeine Richtung rechnen. Ja, stimmt. Oder es gibt zum Beispiel auch so, dann und dann um mitteleuropäische oder westamerikanische Zeit kommt dann das und das Video raus oder so. Wenn man jetzt einfach nur eine Zeit hätte, würde das alles wegfallen. Also Ja, in irgendeine stimmt. Richtung muss man sowieso immer rechnen und ich glaube, das ist auch einfach nur eine Gewöhnungssache. Ich weiß sowieso nicht, wenn jetzt bei uns so und so viel Uhr ist, weiß ich trotzdem nicht, wie es jetzt in welcher amerikanischen Stadt wie viel Uhr ist. So, ich weiß Halifax, ich weiß Ottawa, so, und die anderen interessieren mich nicht. Ja, Oh, ja, mir fällt gerade noch was ein. Erstmal, dass ich hier mein Shirt noch wegpacken muss. Ich habe mich schon wieder geschneidert. Wo bist denn du gerade? ich bin gerade am Meer. Okay, ja, dann komme ich in deine Richtung mal. Ich habe einfach so viele Angeldreher mit, also es ist Komm. echt, Komm noch mal zu Gunther oder Clint. ja, ich habe aber nicht mehr viel Zeit, ich muss gleich zu Jody. Ach so. Oh. Warum, was Dann da mache los? ich das einfach alleine. Ja, wir müssen doch noch gucken, was beim Joja-Markt passiert ist. Ach so. Da ist doch der Ja, dann Blitz machen wir eingeschlagen. Lass das doch morgen machen. Oh, jetzt bin ich Aber schon noch hier. Ah, Na gut, dann fahre ich wohl wieder zurück. genau. So, da nämlich. So. Warte, jetzt gehe ich Ähm. gleich rein. Jetzt kommt nämlich hier meine Cutscene hier gleich. Und Es los. ist 19 Uhr, ich gehe rein. Hi Butch, bitte, komm doch rein.
Und Jody kommt angerannt. Ah, ich bin so froh, dass du gekommen bist, Butch. Und du hast den Fisch mitgebracht. Wunderbar. Sam, könntest du herkommen und helfen, den Fisch zu säubern? Jawohl, Nein. gnädige Frau. Ich schmeiß ihn auf den Boden. Wow, er sieht super aus und riecht so frisch. Vielen Dank, dass du geholfen hast, Butch. Kent hat auch einen Fisch gefangen, aber er ist den ganzen fast alleine. Dieser knusprige Barsch war lecker. Die Panade ist ein Gedicht. Ich fühle mich schon fast wie ein Teil der Familie. Oh. Und ich bin wieder draußen. Ich geh Penny noch mal durftest du rein. anscheinend nicht mitbringen. Nee, Ja, du irgendwie kommst doch gar nicht mehr rein, oder? Nö, komm ich auch nicht. Ich hab's versucht. Wie so ein Creep. Let me in. Jetzt breche ich aber das Zeug weg, weil ich muss ja noch ein paar Sachen verkaufen wieder. Hab schon wieder viel zu viel dabei. So. Aber wo wir jetzt noch bei Zeit waren, Butch, Ja, was hältst du von der ganzen Zeitumstellungsgeschichte? Weil das ja jetzt auch letztens war. man hat natürlich in der letzten Zeit öfter darüber gesprochen und ich bin der Meinung, es sollte jedes Jahr auf Winterzeit gestellt werden. Es sollte jedes Jahr auf Winterzeit gestellt werden? Ja, Was? also dieses Jahr hat man eine Stunde mehr zum Schlafen. Das zählt für ein Jahr und dann nächstes Jahr hat man wieder eine Stunde mehr zu schlafen, Ende Oktober, und dann wieder eine Stunde. Ach Weißt du, was so. ich meine? Ah, Es okay. wird nur noch auf Winterzeit gestellt, dass man jedes Jahr eine Stunde einfach... Verzeih mir, dass ich mit einer, mit einer ernsthaften Antwort gerechnet habe. Das ist eine ernsthafte Antwort. Ach so. Gib den Leuten doch einmal im Jahr eine Stunde mehr zu schlafen. Ich glaube, damit kommt das Universum nicht so klar. Wen interessiert denn das Universum? Naja, alle. Nee, ich hätte damit kein Problem. Ich fand das so gut. Nee, ansonsten, ich glaube, es hat sich ja mittlerweile herausgestellt, dass es gar keinen Sinn ergibt, zwischen Winter- und Sommerzeit zu wechseln. Deswegen kann man den Blödsinn einfach lassen. Ja, abschaffen. Aber also es der gibt ja Meinung. diese Unternehmungen jetzt schon so. Ne? Ja, Für welche Zeit wärst du dann? Na, für die Winterzeit natürlich. Sommer oder Winterzeit? Winterzeit natürlich. Okay, also Winterzeit ist ja auch die Standardzeit sozusagen. Ja, Ähm, die einzig wahre Zeit, ja. die einzig Nicht so diese- wahre- Diese ausgedachte Zeit. Ja, also ich wäre eigentlich auch dafür, dass man dieses Umstellen abschafft. Ja. Weil, also soweit ich das weiß und in Erinnerung habe, ist das ja, also es ist ja Daylight Saving Time oder so nennt man das ja, glaube Ja. ich. Also es wurde ja damals irgendwie gemacht, um eben Strom zu sparen oder was weiß ich nicht. Mhm. Kannst das dich ist mal ja- in Berlin umgucken, was da für Strom gespart wird Ich dadurch. wollte eben sagen, ne, also es ist ja auch einfach, So es ist auch einfach Blödsinn. nicht mehr zeitgemäß. Also weil nur weil man irgendwie eine Stunde vor, zurück, was auch immer, spart man jetzt nicht irgendwie krass was ein, würde ich mal behaupten. Zeitgemäß. Weil es weißt hat du? halt alles einfach LED. Und Und zeitgemäß. ja. Oh ja, Weil- Butch. Mann, der Witz ist Ja, aber du hast schlecht. nicht reagiert, Mann. Ja, na, ich habe auch bewusst nicht reagiert. Du, ich zwing dich zum Reagieren. Ekelhaftig. Diese und andere Reaktionen in den nächsten Folgen. Denn Stimmt, diesmal weil ist die diese Folge Folge ist jetzt- zu Ende. Aber Oh, jetzt was haben mal wir da wirklich. verkauft? Okay, eine Menge. Weiß ich gar nicht. Was ist das denn? Krass, Ach, was ist Mohn. das? Die, Du hast die Mohn Mayonnaise. Ja. Ja, die macht natürlich auch gut. Ja, wird ja Zeit, dass hier mal ein bisschen Kohle reinkommt. Ja. So. In der nächsten Folge sehen wir dann, was was im alten Joja-Markt dann jetzt passiert ist. Schaltet da unbedingt wieder ein. Ich werde es auch tun und bin schon ganz gespannt. Ich auch. Schön. Tschüss. Achso, tschüss. Ich hatte erst verstanden, bis. Dann dachte ich so, Ach so. jetzt kommt noch ein Dann. Aber Nee, okay, ja. nee, wir Es müssen war tschüss. unsere Abschiedsreden hier überarbeiten. Ich sage immer nur Tschüss.
Du redest Das stimmt. immer. Ich muss jetzt reden mal. Tschüss. Tschüss. Tschüsseldorf. San Francisco.